Warum ist das offen? Ich habe keine Ahnung. Warum? Alter Schwede. Also ihr Zeichenraum wahrscheinlich, ne? So. Und dann kommt sie da aus dem Schrank raus, oder was? Dann lasse ich lieber offen. Obwohl, dann komme ich hier nicht mehr durch. Was war da rechts für ein... Ich wette mit dir, die hängt hier drinnen in dem Schrank. Was steht denn? Ich wollte ranzoomen. Also, the screaming, the crying, can you hear too? Also, das Schreien und das Weinen, kannst du es auch hören? For the translations roll out and for one more I shall live on. Ich konnte es nicht lesen, also ich weiß nicht, was das für Wort ist. Okay. Trapped inside these memories with the devil himself. Also, und gefangen mit diesen Erinnerungen mit dem Teufel da drinnen irgendwie. Dieses Radio, das macht mich irre. Nehmen Sie schon weiter. Okay, das sagt natürlich alles. Und eine Notiz. Dann kommt sie dann hier rein. Zu. Was? Lesen. So. I can't move today. I woke up and I can't really explain it, but my right hip just feels extremely stiff. I tried to get out of my bed, but I can't barely turn my body without feeling pain. Also irgendwie kann sie sich nicht bewegen, weil sie extrem viel Schmerzen hat, wenn sie es versucht, halt aus dem Bett herauszukommen. Update: my parents took me to the hospital just in case it was severe or life-threatening, but the staff seemed to be clueless as to what I actually have. They said they will need to complete further x-rays, possibly even use an MRI in order to verify their diagnosis. Hopefully I won't have to paint or anything. I also had a really weird dream. I was alone in the house with Marcus, but for some reason he was always afraid of me. Every time I would try to get close to him, he would run away in fear. It was such a weird dream because in a way it felt like it lasted forever. Lilith, also irgendwie, weil sie eben vorher so Schmerzen gehabt hat, wurde sie von den Eltern ins Krankenhaus eingeliefert, falls irgendwas lebensbedrohliches irgendwie halt sein sollte. Dann hat es auch irgendwelche Röntgen uns lassen und auch in so ein Magnetresonanztomographie anscheinend, um die Diagnose halt irgendwie zu bestätigen. Und sie hat einen komischen Traum gehabt, in dem der Markus immer von ihr geflüchtet ist, weil er immer Angst hatte. So, wir haben ja gehört, dass jemand wieder etwas zerbrochen hat. Der Engel ist wieder zurück. Und klar. Die Bilder Oh, hier die Bilder, alles klar. Da ist jemand wütend anscheinend auf uns. Ich wollte das Licht eigentlich ausmachen. Nicht gleich die Tür öffnen. Okay, alle Bilder sind unten. Da ist ein neues Bild unten. Was? Das Bild ist aber vorher war nicht da, oder? Alter Schwede. Oh. Gibt schönere, ja. Oh. Ich höre auf jeden Fall was. Da ist nix. Ist ziemlich gruselig, ne? Mit dem hier. Der schaut komisch aus. Auf jeden Fall. Die Bilder sind noch da. Die hängen alle auch noch.
Auch hier sehen wir nichts. Ist wahrscheinlich runter. irgendwie. Ja, einen anderen Weg gibt es sowieso nicht. An der komischen Fratze vorbei. Mhm. Von wo? Kommt die von oben oder von unten? Kleiderschrank. Von hier, ne? Vielleicht der. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ist die hinterm Bild? Kleiderschrank. Weiß nicht. Puh. Okay. Das ist ein Haufen Fragezeichen. Notizen. Ja. Wow. Zu mit der Hütte! So, jetzt wird erstmal gelesen. Okay, Welche? wir machen Markus, genau. 17. Mai 2015. My parents took Lily to the hospital after my sister said she felt immobile, also nicht mehr, yeah, around her hip. She said it felt completely stiff, as if all of the muscles surrounding her hip had turned to bone. The other day, Dad threw me down the stairs because Lilith's paintings weren't selling as much as they used to. He thought it was an entertaining way to encourage her to paint better, as he phrased it. I dislocated my shoulder on the way down. After repositioning the joint back into the socket, I made a sling with some old rags I found in the closet. It still stings, but it should heal within a few weeks to a couple of months. School isn't too bad. I'm working on this little project with some of my friends. We are trying to create our own braking system for a car, or braking system for a car, something that can be controlled remotely. I wonder if I can reverse engineer it to do the opposite task and maybe cancel the braking system remotely. That would be an interesting challenge as long as I don't have a stay home, right? Markus. Also, die erzählt halt nochmal, dass sie Lilith ins Hospital gebracht haben, eben wegen, weil sie eben sich nicht bewegen konnte auf einmal, und sie hat irgendwie gesagt, dass die ganzen Muskeln irgendwie so anfühlen wie Knochen. Und der Vater hat ihn halt wieder mal geschlagen, weil sich die Bilder nicht so verkauft haben, wie es normal sein sollte, wie sie sich vorstellen. Und man hat auch noch gesagt, er ist in der Schule und macht da gerade ein Projekt. Und das ist halt gut, weil er zumindest nicht zu Hause sein muss. Gut, dann das nächste. Die Diagnose, also werden wir jetzt wissen. To the Walker family, we had some difficulty in regards to diagnosing your daughter's specific condition, but we have concluded that it is Fibrodysplasia os bla bla bla, also irgendeine komische Krankheit. It is very rare but severe condition where the patient's soft tissue, when repaired, becomes ossified, basically turning into bone. This is due to a mutation in the repair mechanism of the body that results in this condition. There are treatment options to slow down the process of this condition, but it admits the future looks fairly grim. In all honesty, this is what will eventually happen. The disease will spread throughout her body until most of her soft tissue, including tendons, ligaments, and even muscles, will become ossified. The most we can do is provide medication in order to relieve the pain, but other than that, the condition has always been fatal. Your daughter might be able to make it to the age of 40 if she is lucky. Please let us know what direction you would like to take. Thank you for your patience, Dr. Gammon. Also es ist anscheinend sehr schlimm. Irgendwie hat sie irgendeine komische Krankheit, die alles ihren ganzen Körper irgendwie in Knochen verwandelt, ja, und dann halt dadurch immer unbeweglicher wird, und es ist sehr ernst. Normal ist das, man kann das nur herauszögern, und irgendwelche Medikamente oder irgendwas kann man machen, dass man es ein bisschen verbessert, ihren Zustand, oder es nicht so viel Schmerzen hat, aber
Es ist auf jeden Fall tödlich. Also bei jedem ist es bis jetzt immer tödlich geendet. Und wenn man Glück hat, kommt man bis 40 oder so. Könnte sie noch überleben. Ansonsten schaut schlecht aus für die. Okay, hier ist es schon mal weg. Die T-Shirts sind immer noch ordentlich gefaltet. Ja, klar. Hier ist auch nichts los, was uns jetzt... Außer... Das Licht ist aus. Mhm. Was? Was? Von wo? Von oben jetzt, oder was? Ich glaube, ja. Kann er nur von oben sein. Okay. Oder doch von unten? Ich weiß es nicht. Vielleicht aus dem Zimmer hier? According to a recent poll, What? infidelity is at an all-time high. Alter Schwede. This may be due to marrying too young, lack of commitment, or even financial instability. Let us examine the story of Joseph and Mary Walker, the two married and bore a daughter, Lilith, who was very talented in many artistic mediums, especially in painting. Joseph and Mary also had a son named Marcus. Joseph worked as a construction worker, while Mary worked as a secretary for a local business. Soon after discovering Lilith's talents, her parents encouraged her greatly to continue and perfect her skills. Eventually, a high enough demand for her paintings allowed the Walkers to become financially stable, simply by selling Lilith's art. Both Joseph and Mary quit their jobs, as Lilith's paintings sold anywhere from $5,000 to $15,000 apiece, depending on the buyer. Due to this high demand, Joseph and Mary began to live life far above their means, taking advantage of their gifted child in order to satisfy their own greed. It started off with Joseph burning Marcus with cigarettes if Lilith refused to work. Slowly, the abuse became worse and more intense, until one episode landed Marcus in the hospital. Been happier. He couldn't have been happier. He couldn't have been happier. He couldn't have been happier. Könnte nicht glücklicher sein. Ja, also im Wesentlichen hat er nochmal die ganze Story erzählt und zusätzliche Informationen halt, dass sie den Job auch gekündigt haben. Wow. Ja, was soll ich machen? Ja, weiß ich nicht. Fernseher oder? Kann den nicht ausmachen. Ich kann ihn nicht ausmachen. Gibt's nur einen Weg, Ich kann das Licht nur ausmachen. Ich möchte auch so schnell wie möglich dann in den Schrank wieder rein. Echt cool, wenn du zumachen würdest. Ich glaube, das ist keine andere Wahl. Jetzt klopft er auch noch. Alter Schwede. Ist sie jetzt drin? Ich glaube nicht, oder? Was ist das denn vor? Die ging vorher nicht auf. Jetzt ja. Wieso ist hier Licht aus? Tschüss. So, rinne in den Schrank und dann wird sich erstmal die
Notiz wieder durchgelesen. My parents gave me the news, so I have this condition called blah blah blah. Also diese komische Krankheit. Basically, it's a condition where my soft tissue, ligaments, tendons, and muscles gradually turn into bone. He said that eventually I lose mobility in my arms, legs, neck, everywhere until I need a caretaker to basically do everything for me. Right now I feel it in my arms and torso. For now I just sort of stay in my bed. It hurts to walk around and I can't really exercise or damage my body in any way, or else I will speed up the process. I mean, I'm only 15, so this is a lot to take in, knowing that I'll slowly become more and more immobile. It's a bit ironic, isn't it? I wish that I could stop painting, or that I wouldn't have to anymore. And this was the answer I received. The best they could do was prescribe medication for the pain. A year from now, there is a good chance that I won't be able to walk and I'll be in a wheelchair or worse. I just hope my family will be stable without my help. I'll be a pretty big burden. The other day I overheard my parents arguing. My mom brought up the idea of getting a divorce. I feel like this is all my fault, Lilith. Also, sie haben jetzt eben, die Eltern haben mir erzählt, dass sie eben krank ist, eben diese Krankheit hat, dass alles irgendwie den ganzen Körper zu Knochen verwandelt, und sie beschreibt es halt in dem Brief, wo sie, also dass sie auch die Arme und Legs und, also Arme, Beine und Nacken, alles immer weiter und weiter fortgeschritten wird, bis sie nicht mehr bewegen kann. Bis jetzt fühlt sie es nur im Arm, und Torso ist, glaube ich, Brust, oder? Genau, und sie sie sagt, schreibt dann auch, es ist irgendwie komisch, jetzt ist 15 und so, und jetzt hat sie sich gewünscht, dass sie aufhören kann zum Zeichnen, und dann kommt so eine Diagnose, wo sie sowieso nichts mehr zeichnen kann, und am Schluss reden sie noch von einer Scheidung, also dass die Eltern sie scheiden lassen, und dass sie hat irgendwie Angst, dass sie fühlt sich irgendwie so, als wäre das ihre Schuld. Auch sie halt viel für die ganzen Finanzen halt geregelt hat mit den Gemälden, ne? Und das wird jetzt halt nicht mehr. Alles klar. Vielleicht will sie sich sicher rächen an irgendwas, ne? Oder wir sollen ihr bei irgendetwas behilflich sein. Okay, wir haben eine weitere Notiz. Der arme Erik, der muss hier voll ran, ja? Oh. Die Musik wird dramatischer.